in Teil 17 wollen wir das komplette Widerlager duplizieren und den 4 Komponenten, also der Bodenplatte, den beiden Flügelwänden und der Auflagerbank ein analytisches System geben, damit das Ganze mit Sophistic berechnet werden kann. Wir sind hier zurück in unserem Skript und hier bin ich mal herangezoomt auf unsere Vorbereitungsaußenstelle, will ich es mal nennen, wo wir das Ganze mal vorbereiten, bevor wir es dann an die richtige Position transformieren. Also, wir brauchen eine neue Überschrift. Dafür nehme ich diese hier, Ctrl+C, Ctrl+V und setze das Ganze hier ab. Und das Ganze heißt dann Widerlager Duplikat beispielsweise. Gut, diese Geometrie, die wir hier sehen, also die mittlere Flügelwand, das ist ja eine alte Kopie, die ist ja in Wirklichkeit nicht da, sondern wir haben die beiden Außenflügelwände, hier die Auflagerbank und unten das Fundament. Das Ganze wollen wir jetzt also um 90 Grad drehen, um es dann hier drüben zu platzieren. Und die Drehung entsprechend der Achse oder entsprechend des Placements der Achse kommt dann später automatisch. Wir drehen einfach um 90 Grad und ja, fangen wir damit an. Was brauchen wir? Wir brauchen also natürlich ein Rotate, was wir hier im Transform finden. Und da ist es auch. So, also hier haben wir ein Rotate. Was geht da rein? Da rein geht natürlich die Geometrie und damit sind alle 4 Geometrien gemeint. Fangen wir an mit dem Fundament, mit der Fundamentgeometrie. Die finden wir ja hier bei Widerlager Fundament. Und wenn ich draufklicke, sehen wir es auch grün hervorgehoben. Also das ist die erste Geometrie, die wir brauchen. Stecken wir da rein. Und damit wir das später noch wissen, machen wir hier auch ein Relay dran und nennen das Ganze Fundament. Fundament. Die zweite Geometrie soll die Auflagerbank sein. Schauen wir, wo die ist. Hier unten. Und wir haben hier, wenn ich mal draufklicke, sehen wir, das ist die rotierte Geometrie. Genau die wollen wir um 90 Grad drehen. Dreht sich also quasi auf der Stelle. Die nehmen wir mit. Und Achtung, bitte Shift drücken, damit wir sie auch gleichzeitig da reinstecken. Und wir machen wieder ein Relay, rechte Maustaste und das heißt Auflagerbank. Das waren die ersten beiden und jetzt brauchen wir noch die Flügelwände. Schauen wir mal hier runter. Ja, klicke ich mal drauf, damit ich kontrollieren kann. Okay, das ist diese Wand, Flügelwand 2. Ja, die können wir ruhig nehmen. Also, los geht's. Hier rüber. Shift drücken, nicht vergessen. Jetzt habe ich Steuerung gedrückt, das war auch gut. Also Shift. Und hier Doppelklick drauf, rechte Maustaste, Flügel 2 war das. Und der Flügel 1 ist dann hier unten. Draufklicken, ja, der ist es. Und zoomen und darüber. Shift-Taste, Doppelklick, Relay, rechte Maustaste,
Flügel 1. Super. So, ja, wir wollen drehen, also brauchen wir ein Transform. Nee, Rotate haben wir schon. Wir müssen noch den Winkel angeben. Und da hatten wir die Thematik ja auch schon. Wir müssen hier, steht da auch, in Radiant eingeben. Den möchte ich einfach umrechnen hier über diese Komponente. Ich möchte nämlich hier 90 Grad, 180 Grad eingeben. Und das soll umgerechnet werden in Radiant. Okay. Und wir sehen noch nichts, weil noch Plane fehlt. Plane ist ja immer die Ausgangsposition und die kann ich mir einfach mal jetzt hier direkt holen von dem Fundament. Also diese hier beispielsweise, diesen Vektor nehmen wir und der geht da rein. Da kommt es auch schon. Wenn ich draufklicke, sehen wir sehr schön das gedrehte komplette Widerlager. Wenn ich hier 90 zum Beispiel eintrage, ja, dann kann man sehen, das wäre nur die halbe Drehung. 180 ist komplett gedreht, in grün hervorgehoben. Unten auch die verschobene ähm, Polylinie und hier oben Widerlager und Auflagerbank. Jetzt fehlt nur noch die Transformation. Wir haben es ja hier auf unserer Außenstelle liegen und wir wollen es an diese Stelle, an dieses Placement. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Brauchen wir nicht neu zu erfinden. Gehe ich einfach mal hier runter und hole mir das Ganze wieder. Also, das sind ja diese Komponenten hier. Mit der Shift-Taste können wir die auswählen. Den Vektor nehme ich auch dazu. Ctrl+C, Ctrl+V. Und das hätte ich gerne hier drüber. Hoppla. Da drüber so. Irgendwie so angeordnet. So, hier Z-Komponente ist richtig. Das ist die Höhenlage des Fundaments. Diese zwei kopiere ich mir auch mal gerade. Die kann ich nämlich jetzt auch nochmal verwenden. Hier drüben, weil den möchte ich lösen, Disconnect, lösen und stattdessen nehme ich diese zwei hier neu als neue Slider. Okay, das haben wir. Der Vektor geht rein, Achse kommt natürlich wieder von da oben. Diese hier, Doppelklick und möchte ich umnennen in Widerlager Duplikat. Das ist, damit wir wissen, dass das der Strang ist. Gut, das können wir fast so lassen. Hier an der Stelle müssen wir natürlich jetzt nicht hier hin, sondern da drüben hin. Und das ist die 110,5. Also das ist der Index 2. Okay. Und da sieht man schon, hier ist gerade das Placement gekommen. Da, in grün. Können wir mal ins 3D gehen. Da sind wir also, wir sehen, wir sind an der richtigen Stelle. Ja, und jetzt müssen wir es noch zusammenführen. Also brauchen wir einen Transform. Ein Transform, das haben wir hier. Und da geht Placement Transform rein und natürlich die Geometrie.
Super, das sieht doch gut aus. Steht an der richtigen Stelle und im Grundriss sieht man auch, dass die Drehung eben durch das Placement jetzt hier auch an die richtige Stelle erfolgt ist. Dann kümmern wir uns jetzt noch um die Strukturflächen. Wir haben ja hier jetzt alle 4 Flächen vorhanden. Schauen wir nochmal rein, was kommt denn da an? Okay, wir haben also wieder die Thematik, dass wir Listen und Trees haben. Polylinie, das ist ganz offensichtlich unser Fundament. Und dann haben wir Untrimmed Surface und zwar Trimmed Surface. Schauen wir mal, was das ist. Untrimmed wird wahrscheinlich hier sein. Was ist das? Die Auflagerbank. Einmal kontrollieren. Genau, also die Auflagerbank ist Untrimmed Surface. Gut zu wissen. Dann sollten wir erstmal daraus wieder eine Liste daraus machen. Das hatte ich ja schon mal im vorherigen Video oder in einem der vorherigen Videos erklärt, dass wir aus dem Baum einen Tree machen wollen. Das geht ja mit dem Befehl flatten. Das gibt es also einmal über die rechte Maustaste auf einer solchen Komponente hier, oder aber es gibt auch für Tree direkt einen Befehl, der heißt Flatten Tree. Hier, da oben, Flatten Tree. Ja, wenn wir jetzt also hier nochmal schauen, sollte jetzt eine Liste draus geworden sein. Genau. Wir haben jetzt also eine Liste mit 4 Indice, 0. Das ist also die Fundamentplatte. Die müssen wir getrennt behandeln, weil die ja eine elastische Bettung bekommen soll. Aber die anderen 3, also die Auflagerbank und die beiden Flügelwände, die können wir jetzt hier schon mal abfragen. Und ja, wie gegen Abfragen? Das war natürlich über TreeItem. Da, TreeItem, also rein geht der Baum oder die Liste in dem Fall. Und wir wollen haben, also hier muss man den Path angeben. Ich mache doch nochmal hier das Panel hin, damit wir verstehen, was ich da mache. Also man muss hier den Path angeben und der Pfad ist eben die 0. Also geben wir hier die 0 rein. Dann brauchen wir den Index. Ja, wir haben gesagt 1, 2, 3 wollen wir nehmen. Also machen wir hier 0, 1, 2, 3. Multidata 0, 1, nee, 1, 2, 3 wollen wir haben. Also 1, 2, 3. Ja, und da darf wir dürfen kein Return machen auf die nächste Zeile. Also so. Ja, genau diese Items 1, 2 und 3 wollen wir haben. Das sind diese Items hier. Das ist der Index. Und gucken wir mal nach, was da rauskommt. Genau, also sehen wir genau, die 3 sind jetzt da vorhanden. Und dann brauchen wir natürlich eine Structural Area. Da rein gehen eben unsere 3 Flächen. Nummer. Ja, Nummern hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich kann es hier mal machen. Also wir brauchen Nummern. Das sind meine Nummern, die ich vergeben will. Also hier sehen wir 300 ist die Bodenplatte, 311 oder 310 und 311 sind die Wände, 312 ist die Auflagerbank
und Gruppen werden wir auch gleich brauchen. 15 ist also die Fundamentplatte, 16 sind die beiden Wände und 17 ist die Auflagerbank. Also brauchen wir jetzt hier ja, was brauchen wir? Wir brauchen, also das erste ist die Untrimmed Surface, also 312, dann 310 und 311. Okay, das sind meine Nummern und jetzt die Gruppen dazu. Das sind dann 17, 16 und 16. Gut, das sind die Gruppen. Hier müssen wir natürlich Listen draus machen, also Multi-Data-Line, hat man gesehen, die Structured Area war ganz rot eingefärbt. Dann die Dicke, ja, machen wir 30 Zentimeter. Das ist mir schon mal passiert. Kein Slider, ich wollte hier sowas eingeben, 0,3 für die Dicke. Dann brauchen wir noch das Material Nummer 1. Ja, und wenn ich es anklicke, sieht man auch schon, dass es offensichtlich richtig war. Ja, also wir sehen, dass genau die drei Flächen hier jetzt die Lokalsysteme bekommen haben. Und jetzt machen wir das noch einmal entsprechend für die Bodenplatte. Ja, da holen wir uns also wieder hier so ein Tree Item. Geht rein, der Pass, ja, kann man so lassen, ist wieder die 0, also da oben diese 0. Index ist jetzt natürlich was anderes, nämlich die 0. 0. Genau. Haben wir jetzt also die Polylinie, also sprich die Fundamentplatte. Da ist es ja auch schon hervorgehoben. Hier. Und daraus machen wir dann jetzt wieder eine Structural Area. Da geht also diese Fläche rein. Die Nummer ist die 300. Dann die Gruppe ist die 15. Dicke 50 cm. Und Material, wieder unser Material Nummer 1. Ja, und man sieht auch schon wieder, es ist entsprechend hervorgehoben. Was wir jetzt hier noch zusätzlich brauchen, ist eben Alignment. Hatten wir auch schon mal bei dem ursprünglichen Fundament gemacht. Below. Der Körper soll unterhalb der Flächenebene liegen. Und für die Bodenpressung, auch das haben wir ja beim ersten Fundament schon gemacht, 100.000 und CT 1000 für die Bodenpressung.
Gut, damit haben wir das. Klicken wir an. Wunderbar, sieht gut aus. Das Widerlager-Duplikat ist fertig. Wir gruppieren und gehen dann zum nächsten Video.